Weihrauch HW40 gegen B-Man P17. Viel Spaß! Servus, schön, dass ihr reinschaut. Ja, einige von euch haben sich sicherlich in der letzten Zeit schon mein Review über die B-Man P17 Luftpistole angeschaut. Denen ist natürlich aufgefallen, dass die doch sehr, sehr große Ähnlichkeit zu der Weihrauch HW40 hat, die wir hier im Hintergrund sehen. Natürlich ist dann die Frage, warum gibt man für die Pistole 80 Euro aus und die kostet 120 bis 130 Euro? Ist der Preisunterschied gerechtfertigt? Dem wollen wir heute mal auf den Grund gehen. Ich werde euch Nahaufnahmen zeigen. Ich werde natürlich auf ergandi.de auch Nahaufnahmen-Fotos zeigen. Werde euch nochmal beide Reviews dort verlinken. Und wer den Blog oder die Website noch nicht abonniert hat, könnt ihr gerne noch machen, dann verpasst ihr keine Beiträge. In Zukunft wird es wahrscheinlich sogar so sein, dass wir die Taktrate noch ein bisschen erhöhen. Das heißt, dass wir über diesen einen Beitrag pro Woche hinauskommen. Das heißt, so werdet ihr dann informiert, wenn sich auch hier unter der Woche was tut. Okay, ich hätte gesagt, wir vergleichen mal die Gehäuse der beiden Pistolen, wir vergleichen die Abzüge und gucken uns das Ganze mal in einer Nahaufnahme an. Ich mache natürlich auch einen Abzugstest und dann schauen wir mal, ob sich das Mehrgeld lohnt. Ab zur Nahaufnahme. Viel Spaß, Leute. So, wir haben auf der linken Seite die B-Man P17 und auf der rechten Seite die Weihrauch HW40. Was mir im ersten Moment etwas auffällt, wenn ihr hier vorne euch das mal anguckt, ist die doch etwas saubere Verarbeitung von der HW40. Also sprich, die wurde wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob der Kunststoff gegossen wird, das könnt ihr mir sicherlich besser sagen, die wurde doch etwas, wenn ihr euch das mal anguckt, hier und das hier ist doch ein bisschen gerader gegossen als jetzt zum Beispiel hier. Vorweg muss ich natürlich gleich sagen, dass die Schussergebnisse von beiden Pistolen 1A waren. Also ich werde ja heute keinen Vergleichsschusstest machen, weil da ich der größte Unsicherheitsfaktor wäre und würde das bestimmt verzerren. Deswegen lasse ich das heute weg, weil beide Pistolen besser schießen, als ich es kann. Das könnt ihr euch ja dann in den Reviews einfach nochmal angucken. Wenn wir jetzt uns hier oben diese 11 mm Prismenschiene anschauen, erkenne ich keine Unterschiede. Wir kommen hier oben dann zur Kimme. Auch da erkenne ich jetzt keine Unterschiede. Klar, diese True Glow oder beziehungsweise diese Fiberglasvisierung ist einmal grün, einmal gelb. Die Farben kann ich schon auseinanderhalten, aber ich glaube, das ist jetzt nicht irgendwie ausschlaggebend. Alte Modelle von der HW40 haben noch diese aus meiner Sicht etwas schönere Visierung ohne dieses Fiberglas. Aber die gibt es so nicht mehr. Also da war der einzige Unterschied, der mir so aufgefallen ist. Jetzt stelle ich die Pistolen mal schräg hin. Und jetzt gucken wir uns das mal von der Seite an. Wir sehen hier einmal, dass bei der B-Man die Seriennummer hier vorne eingedruckt ist. Ein bisschen weiter auseinander nehmen. Abzug von der HW40. Also was auffällt, ist das Material hier von Abzug, von dem Sicherungshebel, als auch von dem Hammer hier hinten. Das schaut hier vernickeltes Metall zu sein. Helft mir auf die Sprünge, wenn einer von euch anderer Meinung bezüglich des Materials ist. Aber das ist sehr matt. Und ich nehme jetzt mal hier kurz
ihr seht, mir scheint es hier, die Sachen, ihr seht es auch im Hintergrund, wenn man die beiden vergleicht, das scheint mir irgendwas Lackiertes zu sein. Es kann natürlich auch Metall sein, ich kann es jetzt nicht auseinandernehmen. Aber auch hier seht ihr, wenn ihr die beiden Hammer vergleicht, dass hier oben dran so kleine Nasen sind, die vielleicht vom Lackieren jetzt in dem Fall sind. Und die hast du halt hier nicht. Deswegen gehe ich davon aus, dass die HW40 vernickelt ist und die Beeman lackiert. Okay, dann gibt es hier hinten noch das Marking GSG Kaliber 4,5 mm Diabolo. Wir schauen es uns mal von unten an. Auch hier fällt mir auf, dass das, ja, ich sag mal so, kleine Übergänge sind, was bei der HW40 ein bisschen akkurater gearbeitet ist. Sonst fällt mir kein Unterschied auf. Griff scheint auch komplett identisch zu sein. Die Seriennummer von der HW40 befindet sich unten am Griff. Jetzt gucken wir sie uns noch von hinten an. Auch hier, wenn ihr die HW40 hier auf der rechten Seite seht, wirkt es auch nicht perfekt, aber ein bisschen besser zusammengesetzt als hier. Aber wir reden hier über zwei Freizeitpistolen, die im Bereich zwischen 80 und 120 Euro liegen. Dass wir jetzt hier keine Matchqualität vom Material zu erwarten haben, sollte jedem klar sein. Vom Handling her und wie sich das in der Hand anfühlt, merke ich absolut überhaupt gar keinen Unterschied. So, wir haben uns jetzt die Gehäuse von außen angeguckt. Ich mache jetzt mal beide Pistolen auf und dann schauen wir sie uns mal von innen an. Hier haben wir die Beeman. Was uns auffällt bei dem Aufdruck, ist hier natürlich ein großer Unterschied. Einmal Made in China und bei der HW40 haben wir einmal Made in Germany. Hier vorne fällt ein leichter Unterschied auf bei dieser Schraube, die ein bisschen anders reingesetzt scheint. Gut, das Fett ist halt nagelneu, das müsste man ein bisschen wegmachen, das würde ich jetzt nicht irgendwie dramatisch sehen. Hier bei der HW40 glänzt das Innere etwas mehr. Hier oben, gut, ich müsste die Beeman der Fairness halber einfach mal ein bisschen reinigen. Aber sonst sehe ich jetzt hier auch keinen Unterschied. Ah ja, hier haben wir nochmal einen Guck. Das hier scheint Kunststoff zu sein. Hier drüben haben wir diese drei aus Metall. Das unterschiedliche Material von dem Hammer haben wir schon erwähnt.
Und was ich ja in den Reviews noch herausgearbeitet habe, war, dass die Beeman P17 mindestens 1 Joule stärker ist als die Weihrauch HW40. Also, wir haben sie uns jetzt mal beide aus der Nähe angeschaut. Natürlich lade ich jetzt keine Diabolos rein. Würde mir jetzt einfach mal die P17 schnappen. Entsichere die. Ich habe hier schon leicht dagegen getippt. Und teste mal das Abzugsgewicht, bis sie auslöst. 868, das war ja auch schon in dem Video in dem Review über die P17 habt ihr ja auch schon mal einen Abzugstest gesehen. Bei der HW40 gab es das bisher noch nicht. Das mache ich jetzt natürlich auch. Auch hier werde ich entsichern. $397. Das mache ich nochmal zur Kontrolle, ob das auch wirklich $380. Das heißt, wir haben hier ein Abzugsgewicht von ungefähr 800 Gramm bei der P17 und die HW40 hat ein Abzugsgewicht von 400 Gramm. Und jetzt würde ich einfach mal keine Ahnung, in der Formel 1 gibt es einen Popometer für das Gefühl einfach des Rennwagens, und ich würde jetzt hier einfach mal, keine Ahnung, wie man das nennt, mein Gefühl euch versuchen zu vermitteln in Sachen Abzugsgefühl bei den beiden Pistolen. Erstmal zur HW40. Ich habe einen recht langen Vorweg und dann komme ich an den Punkt, wo es stoppt. Und wenn ich einen Mikromillimeter über den Punkt, also über den Druckpunkt drüber gehe, löst die Pistole sauber aus. Jetzt machen wir das gleiche nochmal mit der P17. Zack. Der Vorweg ist schwerer zu drücken, wo er bei der HW40 wirklich nur einen Hauch von Kraft benötigt hat. Auch hier komme ich an den Punkt hin. Also es ist jetzt nicht so, dass er richtig schwer geht oder so, der Vorweg, aber ich habe ein bisschen mehr Widerstand. Der Druckpunkt ist nicht 100% klar. Also ich komme an den Widerstand hin. Dann rechne ich eigentlich damit, dass sie dann gleich auslöst. Aber dann habe ich noch ein bisschen, wo es schwer geht. Und habe jetzt keinen 100% klaren Druckpunkt. Also ich weiß zwar, wann der Schuss kommt, deswegen, ich habe ja auch geschafft, richtig gute Ergebnisse damit zu erzielen, aber es ist nicht so, dass es ein 100%ig klarer Druckpunkt ist, sondern ich habe einen kurzen Weg, der dann schwerer abzuziehen geht als der Vorweg, und dann löst der Schuss aus. Es ist jetzt nichts Dramatisches, aber es ist ein Unterschied einfach zur HW40. Ich hätte gesagt, wir kommen mal zum Fazit. Ja, Weihrauch HW40 oder Beeman P17. Welche sollt ihr euch jetzt kaufen? Hier habe ich leider keine klare Antwort für euch, weil ich würde die Antwort aufteilen oder die Zielgruppe der Pistolen würde ich einfach aufteilen. Bei der Beeman P17 haben wir einfach eine super Einsteigerpistole, die von den Werten her, auch was die Schussleistung angeht und die Schusskraft angeht, der HW40 ebenbürtig, beziehungsweise was die Schusskraft angeht, sogar überlegen ist. Sie hat 25% mehr Leistung. Was allerdings ein bisschen nachteilig ist, ist die
ja, etwas, ich sag mal, ungenauere Verarbeitung gegenüber der HW40. Die HW40 ist halt ein Made in Germany Produkt, wo wirklich darauf geachtet wurde, dass man einfach, ja, ich sag mal, das Beste in Sachen Verarbeitung rausholt, was man denn mit einem Kunststoffpistole dann halt eben machen kann. Also da in Sachen Verarbeitung geht der Punkt an die HW40, in Sachen Schusskraft geht der Punkt ganz klar an die Beeman P17. Wenn ich jetzt auf den Abzug zu sprechen komme, geht der Punkt wieder an die HW40, weil ich hier einfach einen ganz leichten Vorweg habe, komme an den Punkt des Druckpunktes hin und bei meiner nächsten Kraftanstrengung ist der Schuss gelöst mit der halben Auslösekraft wie bei der Beeman P17. Diese ist natürlich trotzdem super präzise schießbar, und wenn ihr jetzt sagt, okay, ich will ein paar Dosen lochen, ich will ein bisschen so auf Scheibe schießen, dann reicht definitiv die Beeman P17 aus, einfach weil sie auch eine ganze Latte günstiger ist. Wenn ihr jetzt aber sagt, ich will in das wettkampfliche Schießen rein schnuppern und ich will sowieso nur auf 10 Meter schießen, deswegen reichen mir meine 3 Joule Leistung, und ich will gucken, ob das 10 Meter Schießen zum Beispiel etwas für mich ist und will die erste Einstiegspistole haben, dann aus meiner Sicht müsst ihr euch für die Weihrauch HW40 entscheiden. Ja, ich hoffe, euch hat der Vergleich Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr könnt euch da die nötigen Informationen rausziehen für euch. Und ich hätte gesagt, was mir noch fehlt, ist ein Schussvideo von der Beeman P70 mit einem Mikroreflexvisier drauf, dass wir mal gucken, wie präzise genau wir diese Schussgruppen zusammenbringen. Das Mikroreflexvisier habe ich schon da. Jetzt muss ich einfach mal gucken, dass ich dann demnächst auch noch zu dem Video komme. Sollten noch Fragen offen sein, ich würde mich freuen, wenn ihr eure Erfahrungen zu den Pistolen bzw. eure Meinung zu meinem Video und zu meinem Website-Beitrag einfach hier entweder auf YouTube unten drunter schreibt oder bei mir direkt auf der Website unten drunter schreibt. Leute, für 2020 kommt noch eine ganze Menge. Ich will noch nicht zu viel verraten, weil ich es erst zeigen will, wenn ich es wirklich am Start und laufend habe. Ich will keine Versprechungen machen, die ich am Ende nicht einhalten kann. Meine Vorfreude könnt ihr mir vielleicht ein bisschen anmerken. Es wird 2020 wirklich ein super geiles Jahr für uns Luftgewehr- und Freizeitschützen. Also freut euch drauf, bleibt mir treu. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir ein Like. Wenn nicht, dann lasst es einfach bleiben. Also ciao, servus, sagt der Gandhi.